Stell dir vor, du bist auf dem absoluten Höhepunkt deines Erfolgs, aber die Bandmitglieder sitzen nur noch schweigend in verschiedenen Ecken des Tourbusses. Eskaliert die Situation komplett, dass ein Whiskyglas quer durch das Studio nach dem Gitarristen fliegt. Genau das ist 1987 bei der Produktion eines der legendärsten Konzeptalben der Rockgeschichte passiert. Die Ausgangslage war extrem. Das Album folgte den gewaltigen Erfolg von Misplaced Childhood aus dem Jahr 1985. Die Plattenfirma EMI forderte schnellstmöglich einen weiteren Hit, weshalb die Band kaum eine Pause bekam. Sänger Fish beschrieb diese endlose Tournee später als Zirkus. Auf der Bühne gab es Gesang und Tanz, aber abseits davon fühlte er sich physisch und mental völlig erschöpft. Um den gewaltigen Stress zu bewältigen, griffen die Musiker, allen voran Fish, vermehrt zu Alkohol und Drogen. Die alte Gang-Mentalität zerbrach. Nach dem Vorfall mit dem Whiskyglas verließ Gitarrist Steve Rothery die Band sogar für 24 Stunden. Produziert wurde das Album schließlich in den Londoner Westside Studios von Chris Kimsey, der zuvor schon mit den Rolling Stones gearbeitet hatte. Veröffentlichungstag der 22. Juni 1987. Was das Album aber wirklich besonders macht, das ist das Konzept dahinter, der betrunkene Poet. Es ist ein Konzeptalbum über die Figur Torch. Torch ist ein 29-jähriger, erfolgloser und arbeitsloser Sänger und Schriftsteller mit Schreibblockade, der Trost im Alkohol sucht. In Wahrheit war Torch das direkte Alter Ego von Fish, der damals selbst 29 Jahre alt war. Fish nutzte diese Figur, um seine eigenen massiven Schuldgefühle und Exzesse zu verarbeiten und zu verschleiern. Jetzt ist musikalisch. Hinter den Songs stecken nämlich krasse Geschichten. Achtet mal auf diesen Track. Das ist Incommunicado, ein treibender Song, der trügerisch fröhlich klingt, aber in Wahrheit die Schattenseite des Musikgeschäfts behandelt. Die Band mochte den Song anfangs gar nicht so sehr, aber Produzent Chris Kimsey hörte ihn und sagte sofort, das ist die Single. Und ein ganz anderer Vibe existiert hier. Die Inspiration für Sugar Mice, diese sehr sanfte und melancholische Ballade, kam Fish an einem verregneten Tag, als er in einem völlig deprimierenden Hotel in Milwaukee festsaß. Die Idee zum Text von Warm Wet Circles entstand, als Fish das nächtliche Treiben in einem Pub in der Nähe seines Elternhauses beobachtete. Jetzt wird es richtig düster. Hört mal genau hin. Fish schrieb den Text zu diesem Song in einer schlaflosen, von Kokain getriebenen Nacht im Studio. Er bezeichnete die Lyrics später selbst als unausgesprochene Kündigungserklärung an die Band. Jetzt das große Highlight. Mit White Russian greift das Album reale, düstere Themen der damaligen Zeit auf. Wie den aufkeimenden Neonazismus in Europa, die Wahl von Kurt Waldheim in Österreich. Aber wir müssen auch über das legendäre Cover-Artwork sprechen, denn das ist auch aus der Not heraus entstanden. Weil der Veröffentlichungstermin plötzlich vorgezogen wurde, hatte der Künstler Mark Wilkinson statt mehrerer Monate nur 10 verdammte Tage Zeit, um das Cover fertigzustellen. Als Vorlage für den Raum diente ein echter, recht kleiner Pub namens Baker's Arms in Colchester. Wenn man genau hinsieht, auf der Vorder- und Rückseite des Covers sieht man Torch und die Bandmitglieder umgeben von berühmten historischen Figuren. Dazu gehören unter anderem Truman Capote, John Lennon, James Dean. Sie alle verbindet eine tragische Gemeinsamkeit. Ihr Leben endete durch Alkohol oder Drogen. Genau das vorherrschende Thema des gesamten Albums. Und das wohl traurigste Detail für echte Fans, das Maskottchen der Band, der Hofner, auch Jester genannt, wird auf dem Cover endgültig abgelegt. Torch hat das Kostüm ausgezogen, es baumelt nur noch wehmütig an seinem Gürtel. Ein echtes Meisterwerk, geboren aus purem Burnout und Banddrama. Wer von euch kennt das Album noch? Wer es kennt, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare und teilt dieses Video mit jemandem, der echte Rockgeschichte liebt. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.